Willkommen zum dritten und letzten Podcast der Videoreihe. In den ersten beiden Videos bin ich auf die 6 Notensatzprogramme eingegangen, die ihr hier eingeblendet seht. Ich hatte Primus vorgestellt und die einfache Funktionsweise gelobt. Zu bemängeln an der Software hatte ich, dass manche Funktionen, die man von einem professionellen Scorewriter eigentlich erwartet, bislang fehlen. Die Version 2.0 ist bis spätestens Ende 2011 zu erwarten. Man kann also mit einigen neuen Funktionen rechnen. Notationsbeispiele, die im Internet veröffentlicht sind, zeigen, dass sich mittels Primus komplizierte Aufgaben bewältigen lassen und dass die Druckqualität mit anderen Programmen mithalten kann. Bunte Noten, moderne Notation oder andere Sonderzeichen, das alles kann Primus. Mehrere Musikstücke lassen sich mit Text und Grafiken zu Liedblättern oder gar ganzen Heften zusammenfügen. Legatobögen sind flexibel formbar. Auch komplexer Notensatz kann ästhetisch gelayoutet werden. Notensystemen sind verschiedene Größen zuweisbar. Über den Systemdialog können Einzelstimmenauszüge aus Orchester- und Ensemblepartituren erstellt werden. Primus ist das mit Abstand unbekannteste der hier vorgestellten Programme. Um das zu ändern, möchte ich kurz das Konzept und die wichtigsten Verhaltensweisen von Primus demonstrieren. Primus startet in 1 bis 2 Sekunden und öffnet standardmäßig ein Notentemplate, welches je nach Wunsch konfiguriert werden kann. Die Benutzeroberfläche gliedert sich in die Menüleiste, eine Toolbar für die meistgenutzten Funktionen und 3 Boxen, die du je nach Wunsch andocken oder ausblenden kannst. Die erste Box ist für die Steuerung mehrerer polyphoner Stimmen innerhalb eines Notensystems gedacht. Die zweite gliedert die verschiedenen Funktionsgruppen nach Kategorien. Die dritte Box dient dem schnellen Formatieren der Seite. Hier können Taktbreite und Systemabstände eingestellt werden. Dazu gibt es ein Keyboard, über welches beim Abspielen die Noten angezeigt werden, über das aber auch eingespielt werden kann, genauso wie über jedes an den Computer angeschlossene MIDI-Instrument. Über den Mixer verwaltest du Abspieltempo, Lautstärke und Stereopanorama. Außerdem verfügt Primus über einen Vollbildmodus. Die Bearbeitung kann je nach Wunsch in einer Rollenansicht oder auf dem virtuellen Notenpapier erfolgen. Nun einige Bedienungshinweise. Navigieren im Dokument könnt ihr am angenehmsten, indem ihr mit Rechtsklick das Blatt anpackt und in die entsprechende Richtung zieht. Zoomen geht am besten mit Rechtsklick und gleichzeitigem Scrollen. Noten setzt ihr mit Linksklick, Pausen mit Rechtsklick. In den Layout-Modus, in dem ihr jedes Element auf der Seite anklicken und umherziehen könnt, gelangt ihr, indem ihr die Umschalt- bzw. Shift-Taste gedrückt haltet. Takte hinzufügen oder löschen könnt ihr zum Beispiel mit Umschalt B oder Steuerung Umschalt B. Eine wichtige Eigenart von Primus ist das Durchswitchen von Funktionen mittels Klick der rechten Maustaste. Die Kästchen am Mauscursor zeigen euch an, in welcher Funktion ihr euch aktuell befindet. So könnt ihr die Systemabstände schnell angleichen oder Sonderzeichen in gleicher Höhe positionieren. Primus verfügt über exzellente Legatobögen. Ihr seht beim Setzen durch die orangefarbene Umrandung, an welchen Noten der Bogen verankert ist. Beim Ziehen könnt ihr ihn beliebig formen oder in eine andere Note verankern. Klickt ihr ihn einmal an, so erscheinen 4 Ankerpunkte und entsprechende Hilfslinien. Reichen dir diese 4 Ankerpunkte nicht aus, so können beliebig viele hinzugefügt werden. An den Hilfslinien und Ankerpunkten kann nun angefasst und geformt werden, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist. Über Anklicken und Leertaste ist der Haltebogen sofort umgeklappt. Bei Verschieben des Notenkopfes bleibt die Verankerung am Kopf erhalten und der Bogen passt sich an. Über weitere Shortcuts können beim Anklicken Dehnung und Breite eingestellt werden. Primus besitzt eine erweiterte Druckfunktion, die neben Kalibrierung auch Mehrseitendruck für Z-Files oder Heftdruck zulässt. Primus verfügt neben 2 hauseigenen Formaten auch über volle Music XML und MIDI-Anbindung. Und hier noch eine kleine Vorschau. In der aktuellen Beta-Version des Programms gibt es einen Einblick in den neu entwickelten Jazzfonds. Noch ist dieser aber nicht offiziell veröffentlicht. Mit dieser Übersicht und Hilfestellung solltet ihr euch im Programm zurechtfinden und könnt euch kniffligere Funktionen und Shortcuts selber erarbeiten. Meistens gilt, ausprobieren und draufklicken. Vieles erschließt sich dann von selbst. Wo steht Primus also im Wald der Notensatzprogramme? Finale und Sibelius sind natürlich außen vor und haben einen langjährigen Entwicklungsvorsprung.
Doch gerade für Benutzer anderer Software könnte sich ein Umstieg lohnen. Dokumente der Programme Guitar Pro, Capella und Score Perfect lassen sich direkt in Primus importieren. Jetzt seid ihr dran. Ladet euch Demo-Versionen und probiert, welcher Workflow euch am meisten zusagt. Hoffentlich habe ich euch bei der Wahl eures Notensatzprogramms ein bisschen weitergeholfen. Ich freue mich über Ergänzungen oder Feedback.